Wie beurteilen Sie Friedrich Merz? Man darf grundsätzlich Menschen mit solchen Charakterzügen wie einem Friedrich Merz, der seine eigenen Wähler so knallhart angelogen hat, niemals Macht geben. Ich glaube, die Enttäuschung derjenigen, die vielleicht auch Merz gewählt haben, weil sie diesen gesellschaftlichen Prozess der Beschneidung der Meinungsfreiheit aufhalten wollten und geglaubt haben, er würde da was machen, die werden enttäuscht sein. Was sind Ihre Gedanken zu dieser neuen Regierung, zu dieser Koalition SPD und Union? Und das habe ich also bei x Koalitionsverhandlungen erlebt. Das ging immer so, die SPD brachte ihren Entwurf mit, die CDU hat dann 2 Worte geändert und das war's dann. Hey Leute, willkommen in der Realität. Heute werfen wir einen Blick auf ein brisantes Interview der Weltwoche mit Alice Weidel und Hubertus Knabe. Was sie über Friedrich Merz, die CDU und neue Regierung sagen, ist wirklich heftig. Stellt dir vor, die SPD legt einen Koalitionsvertrag vor und die CDU ändert nur 2 Wörter. Und das war's. Hubertus Knabe nennt das einen Wahnsinn. Alice Weidel wirft Merz übelste Wählertäuschung vor. Was läuft da schief in der deutschen Politik? Wenn du verstehen willst, warum viele Menschen das Vertrauen in die etablierten Parteien verlieren und welche Rolle die AfD dabei spielt, dann ist dieses Video ein Muss. Es bietet dir einen ungeschönten Blick auf die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland. Was sind Ihre Gedanken zu dieser neuen Regierung, zu dieser Koalition SPD und Union? Ja, also erstmal ist diese Koalition eine kleine Koalition. Sie hat bereits jetzt vor ihrer Vereidigung die Mehrheit im Deutschen Bundestag verloren. Es ist eine Kapitulationsurkunde für die CDU. CSU ist ein Kotau vor der SPD und vor den Grünen. Es ist eigentlich ein Witz, dass ein Lars Klingbeil und eine Saskia Esken den Kurs der Bundesrepublik Deutschland bestimmen. Und die Deutschen haben was anderes gewählt. Die Deutschen haben für eine Mitte-Rechts-Regierung votiert. Und sie bekommen ein weiter Herumgefummel der grünen Deindustrialisierung. Es geht weiter bergab mit Deutschland und das hat sich Friedrich Merz alles erkauft, um doch hoffentlich dann selbst Bundeskanzler zu werden. Man darf grundsätzlich Menschen mit solchen Charakterzügen wie einem Friedrich Merz, der seine eigenen Wähler so knallhart angelogen hat, niemals Macht geben, weil diese Menschen diese Macht missbrauchen werden. Und darum werden wir alles tun, um so schnell wie möglich für neue Wahlen zu sorgen und dieses Land auf die Gleise zu setzen, dass es in die richtige Richtung geht. Warum ging diese Koalition so schnell über die Bühne? Warum waren die Verhandlungen noch vor Ostern, weit vor Ostern jetzt abgeschlossen? Was glauben Sie, was hat da zusätzlichen Schub verleiht? Was ist da Ihr Eindruck? Weil alles vorher abgemacht war. Noch während wir Wahlkampf gemacht haben, hat Friedrich Merz mit der SPD und auch mit den Grünen gekuschelt. Sie haben ja vielleicht auch gehört, dass die Sonderschulden in Höhe von 1,5 Billionen bereits vorher beschlossene Sachen waren. Man wollte diese Grundgesetzänderung. Diese Grundgesetzänderung wurde nach dem Wahltermin mit dem alten Bundestag, mit alten Mehrheiten beschlossen, weil die Deutschen den alten Bundestag abgewählt hatten. Die Grundgesetzänderung wäre mit dem neu gewählten Bundestag überhaupt nicht durchgegangen. Das sind alles diese Spielchen gewesen, die im Vorfeld abgemacht waren. Es ist eine Zeitkaufpolitik, um die Brandmauer, um diese Blockadehaltung gegenüber 10 Millionen Wählern der AfD aufrechtzuerhalten. Und was die Konsequenz ist, das sehen wir heute irgendwie auch sehr historisch und auch kein Zufall. Heute haben wir den 9. April und mit Abschluss des Koalitionsvertrages dieser Betrüger- und Brandmauerkoalition
ist die AfD, sind wir stärkste Kraft in diesem Land geworden in den Umfragen. Und ich werde Ihnen versprechen, wir werden die Zukunft dieses Landes gestalten und wir werden diese Fehlentwicklung so schnell wie möglich korrigieren. Schade für unser Land ist aber, dass wir möglicherweise 4 weitere Jahre maximal verlieren. Vielleicht hält die Koalition nicht ganz so lang, das ist nicht unwahrscheinlich, aber das sind verlorene Jahre für Deutschland. Was glauben Sie, wie geht es jetzt weiter? Sie sagen, Sie werden das korrigieren. Kanzler Merz wird jetzt an die Macht kommen mit einer Regierung SPD. Was trauen Sie dieser Regierung zu? Was wird sie vielleicht, wenn man sich seriös oder ernsthaft mit diesem zukünftigen Kanzler Merz auseinandersetzt, was wird er vielleicht sogar auch zustande bringen? Was wird er aber auch nicht zustande bringen? Wie sehen Sie jetzt in die Zukunft? Also Friedrich Merz wird überhaupt gar nicht zustande bringen. Das Einzige, was sein Ziel ist Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und dafür hat er alle Wahlziele aufgegeben. Er hat innerhalb von 24 Stunden nach dem Wahltermin alle Wahlversprechen schon über den Haufen geworfen. Er hat mit AfD-Position hat er Wahlkampf gemacht, dafür wurde er gewählt. Und das alles wurde über den Haufen geworfen. Ich habe noch nie einen Kanzlerkandidaten erlebt und auch historisch ist das einmalig in unserer Geschichte, dass ein Kanzlerkandidat so schnell alle Wahlversprechen über den Haufen geworfen hat wie Friedrich Merz. Der Mann, der ist überhaupt nicht charakterstark. Ich halte ihn für hochgradig uninteger. Und eben, solchen Menschen darf man keine Macht geben und ich werde ihm versprechen, wir werden dafür sorgen, dass dieser Mann so schnell wie möglich seine Macht verliert. Weil er darf sie nicht so lange haben, weil er wird diesem Land einen größtmöglichen Schaden zufügen. Jetzt wird die Wahl der Minister dann vonstatten gehen, wird schon heftig spekuliert. In der Bild-Zeitung habe ich da eine Liste von Namen schon gesehen. Was wäre vielleicht Ihr Wunschszenario für etwaige Minister? Was wäre aber auch Worst Case? Den Worst Case sehen wir. Sie sehen die Personaldecke der CDU und SPD und das ist ein Kabinett der absoluten politischen Versager, um es hier mal ganz deutlich zu sagen. Das sind die Versager, die in den vergangenen Jahren auch schon die schlechte Politik gegen die Interessen unseres Landes gemacht haben. Und dementsprechend erwarte ich überhaupt nichts. Was erwarten Sie, oder vielleicht anders gefragt, was bedeutet diese Koalition für die Union? Das sehen Sie in den Umfragen. Ich kann Ihnen auch einfach nur empfehlen, sich meine letzte Bundestagsrede anzuschauen. Da habe ich genau das prophezeit. Und zwar habe ich die CDU darauf aufmerksam gemacht, dass sie im Interesse unseres Landes und im eigenen Interesse zum Überleben der CDU selbst sich so schnell wie möglich von Friedrich Merz als Kanzlerkandidat trennen muss, weil der Mann keine Prinzipien hat, er hat keine Werte und er ist charakterschwach und nicht integer. Man darf diese Leute nicht an die Macht lassen. Und die CDU, CSU muss sich so schnell wie möglich, und ich bleibe dabei, von Friedrich Merz trennen, mit einer vernünftigen Personaldecke für eine solide Wirtschafts- und Verteidigungs- und Sicherheits- und Migrationspolitik, Steuerpolitik, kann man auch dann mit der AfD zusammengehen. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, mit dieser Personalie Friedrich Merz ist es auch für uns ausgeschlossen, mit der CDU in irgendeiner Form hier auf Bundesebene etwas zu machen. Erst muss sich die CDU deutlich reformieren, sich distanzieren und wieder vernünftige inhaltliche Politik für die Interessen unseres Landes machen. Also Sie haben während dem Wahlkampf immer gesagt, die Hand sei ausgestreckt. Ist das jetzt nicht mehr der Fall? Natürlich nicht, weil die Wahlversprechen über den Haufen geworfen wurden, aus den Gründen, die ich eben erläutert habe. Das ist der größte Wahlbetrug aller Zeiten. Man hat die Menschen bewusst angelogen und man darf mit solchen Menschen keine gemeinsame Sache machen. Das werden wir nicht tun. Die neue Koalition will ja Desinformation, Hass, Lügen, will sie ja unter Strafe stellen. Ich meine, was geht da in Ihnen vor, wenn Sie das hören? Ja, ich sehe da eine große Gefahr. Und ich glaube, die Enttäuschung derjenigen, die vielleicht auch Merz gewählt haben, weil sie diesen gesellschaftlichen Prozess der Beschneidung der Meinungsfreiheit aufhalten wollten und geglaubt haben, er würde da was machen, die werden enttäuscht sein. Jetzt muss man erstmal abwarten, was dabei rauskommt. Wer wird der entsprechende Minister? Das sind ja dann Dinge, die in der alltäglichen Realität oft noch anders rüberkommen. Aber dass man überhaupt noch mit diesen Begriffen operiert, die alle auch völlig inflationiert worden sind. Also ich sage auch immer Rassismus, Kolonialismus. Natürlich gibt es Rassismus. Es gab auch einen Kolonialismus.
muss. Aber heutzutage, der Begriff Rassismus zum Beispiel ist mittlerweile auf so viele Dinge zur Erklärung von so vielen Dingen herangezogen, dass er eigentlich gar nichts mehr erklärt, dass er jedwede Trennschärfe verloren hat. Wie könnte man dieser Sprachhoheit entgegenkommen? Wie könnte man das ein bisschen ausgleichen? Wie könnte man das neutralisieren? Was wäre da quasi Ihr Gegenrezept in der aktuellen linken Deutungshoheit der Sprache? Naja, man darf sich das nicht aufschwatzen lassen als konservative Regierung. Also mir fällt immer unangenehm auf, dass Herr Merz zum Beispiel auch gendert. Der nennt das, empfindet das, glaube ich, nicht als Gender, aber der redet immer von Bürgerinnen und Bürgern. Niemals einfach von den Bürgern oder von Arbeiterinnen und Arbeitern oder was weiß ich was. Er gebraucht immer die Doppelform, was ja auch schon eine milde Form des Genderns ist, die voraussetzt, dass die seit Jahrhunderten gebräuchliche grammatisch maskuline Form Arbeiter, wir wollen Verbesserungen für die deutschen Arbeiter, wir wollen dem Bürger irgendwas erleichtern, den Bürgern irgendwas erleichtern, dass die nicht gerecht ist, das ist ja so ein zentraler Begriff, die Sprachgerechtigkeit. Und das ist mittlerweile sogar schon im Kopf von Herrn Merz offenbar angekommen. Wie beurteilen Sie Friedrich Merz? Also ich war vor den Wahlen der Überzeugung, der Mann ist wahrscheinlich derjenige, der am ehesten in der Lage ist, die deutsche Wirtschaft wieder in Ordnung zu bringen. Inzwischen habe ich da meine Zweifel. Also wenn ich mir dieses Schuldenprogramm anschaue und die im Grunde genommen Weigerung, wirklich strukturelle Reformen anzugehen, also das Vertrauen ist, glaube ich, nicht nur bei mir massiv gesunken. Abgesehen davon, dass wenn ein Politiker vor der Wahl etwas verspricht und dann eine Woche nach der Wahl das Gegenteil davon macht, ist natürlich auch nicht besonders geeignet, das Vertrauen zu stärken. Das ist eben wie bei den Medien, über die wir gerade sprachen. Vertrauen zu zerstören, das geht ganz schnell. Aber das wieder herzustellen, das ist echt ein schwieriger Akt. Was finden Sie sonst noch bemerkenswert bei diesem neuen Koalitionsvertrag? Ja, das Enttäuschende ist eigentlich, dass es keine wirklichen Strukturreformen gibt, denn man muss sich schon Sorgen machen um Deutschland und vor allem seine wirtschaftliche Position im globalen Wettbewerb. Und wir wissen aus der Geschichte, dass wenn es Deutschland gut ging, dann ging es auch der Demokratie gut. Wenn es Deutschland schlecht ging, dann stand es um die Demokratie sehr schlecht. Und dann haben eben alle möglichen Populisten plötzlich große Erfolge. Und deswegen ist das eigentlich für mich die Hauptenttäuschung dieses Koalitionsvertrages. Neulich hat einer mal verschickt, als der Koalitionsvertrag noch nicht veröffentlicht war, eine Nachricht, Breaking News, hier ist der Koalitionsvertrag, und wenn man darauf klickte, kam das Parteiprogramm der SPD. Und so ist es, glaube ich, auch ein bisschen, dass diese 16%-Partei eben doch hier das meiste durchgesetzt hat, und auch die 7 Ministerien zeigen das ja. Und das bestätigt leider meine Erfahrung mit der Union. Bürgerliche Politiker kämpfen ungern, haben auch, wenn man das positiv formuliert, bessere Manieren, und deswegen werden sie da regelmäßig über den Tisch gezogen. Das habe ich also bei x Koalitionsverhandlungen erlebt. Das ging immer so, die SPD brachte ihren Entwurf mit, die CDU hat dann 2 Worte geändert und das war's dann. Und so ähnlich scheint das eben hier auch gewesen zu sein, jedenfalls in den Bereichen, die ich bisher mir genauer angeguckt habe. Ist es insofern eine gute Nachricht, dass in Deutschland wieder eine christliche Partei ans Ruder kommt? Wie viel Christentum steckt noch in dieser Union? Wie viel Christentum steckt in Friedrich Merz? Ja, Friedrich Merz kenne ich nicht, aber
Christlich-Demokratische Soziale Union war ja ursprünglich das Programm, dass wir in der Politik tätig sein will, in der Demokratie aus christlichen Grundprinzipien. Nicht, dass man die Lehre der Kirche jetzt in die Öffentlichkeit mit Hilfe der Politik eintragen möchte, sondern dass die Politik selber in ihrem eigenen autonomen Gebiet sich doch aber dem christlichen Menschenbild unterstellt hat, das davon ausgeht, dass jeder einzelne Mensch eine unbegrenzte, unbedingte Würde hat, dass sein Leib und Leben geschützt sein muss, dass ihm von Staatswegen kein Unrecht geschehen darf, dass wir auch eine soziale Verantwortung haben als Gesellschaft, als Staat auch, die Arbeitsbedingungen vermenschlichen, dass es Vorsorge gibt im Krankheitsfall und alle die Konsequenzen, die sich aus einer sozialen Marktwirtschaft heraus ergeben, die nicht eben nur am Profit des Einzelnen orientiert ist, sondern am Wohl aller orientiert ist. Aber bei den jetzigen Regierungsverhandlungen hat man ja eben nicht aus christlicher Sicht dieses absurde Selbstbestimmungsgesetz verändert oder abgeschafft, nachdem jeder einzelne Mensch nach seinem eigenen Gefühl bestimmt, welchem Geschlecht er angehört. Das widerspricht ja jeder Vernunft, jeder biologischen Tatsache, auch dem Schöpfungswillen Gottes. Der einzelne Mensch ist als Mann oder als Frau geschaffen und da kann auch keine Politik etwas daran ändern. Politik hat ihre großen Grenzen darin, dass nicht der Politiker entscheidet über Leben und Tod und wer es wert ist zu leben und wer getötet werden darf im Mutterleib oder als Kranke, was die Euthanasie betrifft. Oder auch die Politik hat nicht zu entscheiden, was der Unterschied ist zwischen Mann und Frau, sondern das ist ja in tieferen Grundlagen gegeben und dem politischen Handeln total entzogen. Und ja, jedenfalls sprechen diese Politiker nicht und handeln offenbar auch nicht oder lassen sich nicht leiten direkt von dem christlichen Menschenbild, sondern man hat so den Eindruck, dass es hauptsächlich um die Macht geht, der zu erreichen alles andere geopfert wird. Wie finden Sie es, dass in Deutschland die Kirchen dazu aufrufen, die AfD nicht zu wählen? Finden Sie das gut? Finden Sie das weniger gut? Wie beurteilen Sie diese politische Intervention der Kirchen? Ja, die haben das so gedreht, dass jeder, der sie kritisiert, sozusagen zu einem AfD-Freund erklärt wird oder zu einem Menschenfeind oder zu einem Staatsfeind deklariert wird. Das ist ja so das Teuflische an dieser Ideologie, dass ein freies Denken und Urteilen nicht mehr möglich ist, sondern dass von daher alle eingeordnet werden in ihr Schema, das ein Herrschaftsschema ist, rechts und links oder fortschrittlich oder konservativ oder wie auch immer. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal für mehr Inhalte wie diesen und teile deine Meinung in den Kommentaren. Was denkst du über die Aussagen von Weidel und Knabe? Diskutiere mit uns. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.